Hallo und herzlich willkommen zum Video. Die Liebe zu unseren Kindern ist die Liebe zu unserer Menschennatur. Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Ruppert. Er ist Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München, psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in München und der Begründer der ITPT und der Selbstbegegnungsmethode. Hallo Franz, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, schön, dass wir uns hier so treffen und austauschen werden. Freut mich auch. Ja, stell dich doch gerne einmal selber vor, erzähl uns, was du machst und wie du dazu gekommen bist. Genau, also ich bin jetzt 65 Jahre alt, ich bin 1957 geboren, hier in Bayern und ja, habe erstmal so eine wissenschaftliche Karriere gemacht und habe dann das Glück gehabt, dass ich an der Katholischen Stiftungshochschule eine Professur für soziale Arbeit bekommen habe und dass ich dann gleichzeitig auch meine eigene Praxis aufgebaut habe, aus der heraus ich dann in der Lehre das erzähle, wo ich denke, das stammt nicht nur aus Büchern, sondern es stammt aus der praktischen Erfahrung in der Arbeit mit Menschen. Ja, Und dadurch habe ich in den letzten 25 Jahren, gut 25 Jahren, habe ich eine eigene Theorie entwickelt, weil ich jetzt verstehe, wie sich Menschen entwickeln von Anfang an und ja, und wie sie auch leider ganz früh schon in eine Traumasituation geraten können, wo sie sich von sich selbst abspalten und dann kein eigenes Leben mehr führen können in diesem Sinne. Und ja, und dadurch damit habe ich auch gesagt: „Okay, wie kann man das ändern?“ Und habe also eine therapeutische Methode entwickelt, die nenne ich Selbstbegegnung. Selbstbegegnung mit einem Anliegen, also ein Anliegen, das dann ein Betroffener oder den Betroffene selbst formuliert. Und ja, und dann gehen wir dieses Anliegen durch und dadurch entstehen ganz tiefe Heilungsprozesse. ja. Das ist sozusagen das, was Sie auch selber gegründet haben, ja? Was ich selber begründet habe, was ich zigfach erprobt habe, was ich auch an mir selber Mhm. erprobt habe. Es Ja, funktioniert. Also, okay. es gibt ich würde mal sagen, es gibt kein psychologisches Problem, keinen psychologischen inneren Konflikt, den wir durch diese Methode nicht auflösen können. Können wir auch sehr gerne später noch mal drauf eingehen, weil das ist natürlich ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Vielleicht, ich würde zu Anfang gern erst mal wissen, aus Ihrer Erfahrung und, aus dem, ja, Wissen heraus, was ist überhaupt das Grundwesen eines Kindes? Wie kommt ein Kind auf die Welt? Ja, und wenn Mama und Papa Sex haben, gibt ja auch die künstliche Befruchtung. Das wäre ein eigenes Thema. Da können wir, wenn du möchtest, extra hinschauen. Jetzt bleiben wir beim Normalfall. Mama und Papa haben Sex. Die Eizelle von der Mama ähm, lädt ein Spermium ein. Also da kommen dann die Spermien an und dann entscheidet sich die Eizelle für eines von diesen Spermien. Also eine ganz andere Vorstellung, die vielleicht so männliche Vorstellung wäre. Die Spermien werden quasi losgeschickt auf die Eizelle und einer durchbohrt quasi wie mit 'nem Speer die Eizelle. Also, das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass die Eizelle diejenige ist, die jetzt die Wahl trifft. Okay, ja. Ja, und dann entsteht dieses Kind. Ab dem Moment entsteht ein Kind und entsteht ein Kind, das jetzt nicht nur Zelle ist, sondern gleichzeitig auch Psyche. Also, Mhm. bereits am Anfang unseres Daseins haben wir eine Psyche. Das heißt, die Psyche besteht im Kern ja auch darin, dass wir Information aufnehmen, Information verarbeiten, Information speichern und wieder Information nach außen abgeben. Das ist das Grundprinzip einer Psyche. Und so entwickelt sich dieses Kind, eben dieser Organismus, ich nenne es den lebendigen menschlichen Organismus. Dieser lebendige menschliche Organismus entwickelt sich, teilt sich, die Zellteilung wird mehr und wird differenzierter.
Und dadurch entsteht allmählich das Kind innerhalb von 10, 12 Wochen, kann man sagen, entsteht schon der komplette Körperbau. Das ist dann sichtbar, nicht? Am Anfang haben wir ja diesen Kopf, den Darm, der sich entwickelt, das Herz ist als nächstes, ein Kreislauf, und dann kommen die Händchen so raus und die Füßchen so raus. Aber nach 10 bis 12 Wochen ist dieser Organismus schon eine menschliche Gestalt. Mhm. Ich glaube, was noch wichtig ist in diesem Prozess ist, dass ab der 7. Woche dann Hormone, Sexualhormone entscheiden darüber. Vor allen Dingen die männlichen Sexualhormone Testosteron, das aus diesem zunächst mal so mal neutralen Körper Mann oder Frau wird. Also das Geschlecht wird innerhalb der ersten 7 Wochen festgelegt. Und dadurch ist dann klar, okay, dieser Organismus wird sich weiter als Frau entwickeln oder er wird sich weiter als Mann entwickeln. Ja, ja. Das ist natürlich auch spannend, dass es am Anfang noch gar nicht festgelegt ist, sozusagen, ja. Genau. Ja, okay. Und das Grundwesen an sich, sage ich mal, wie Kinder auf die Welt kommen, ähm, wie würdest du das beschreiben? Ja, Also erstmal, die genau, kommen nicht auf die Welt, sondern in die Welt. in die Welt. Ja. Und die Welt, wer ist am Anfang für uns die Welt, ist unsere Mama. Mhm. Ja, die Welt und die Welterfahrung ist eine Mama-Erfahrung. Ja? Ja. Also die Mitwelt, die Außenwelt, da kommt dann, natürlich kommt die auch mit ins Spiel, weil die Mutter lebt ja da lebt sie ja selber in so einer Mitwelt, Umwelt, und hat natürlich die Einflüsse auf die Mutter, die von dieser Außenwelt kommen, beeinflussen natürlich auch ihren Zustand. Also angenommen, sie ist in einer guten Partnerschaft, wo sie sich sicher und geborgen fühlt, dann habe ich eine andere Mama, als wenn eine Mama ähm, bedroht wird von ihrem Partner Mhm. oder ihr Partner sie drängt abzutreiben. Ja, oder sie in einer Herkunftsfamilie lebt, wo man sagt, ja, das passt aber jetzt gar nicht, dass du schwanger bist, und mach das Kind doch weg. Ja, also das, und natürlich auch die äußeren Faktoren, Lärm, Umweltgifte, wie gut die Mutter sich ernährt, ob sie raucht. Manche Mütter sind ja auch drogenabhängig, und dann wird es natürlich für das Kind äußerst bedrohlich. Also es sind eine ganze Reihe von Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ja. Und du hattest jetzt schon angesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen der normalen, natürlichen Befruchtung und der künstlichen Befruchtung. Vielleicht Ja. kannst du da noch mal drauf eingehen. Ja, es gibt ja verschiedene Formen von künstlicher Befruchtung. Die In-vitro-Fertilisation, wie man das nennt, in einer Petrischale. Also man hat dann auch Eizellen, mehrere meistens, und Samenzellen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Samenzelle und Eizelle machen ihren Tanz, die machen dann jetzt einen Liebestanz am Anfang. Oder es wird so gemacht, dass man einer Samenzelle das Organell, also das Schwänzchen da abschneidet und direkt in die Eizelle injiziert. Also das halte ich für ein Akt der Gewalt. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz entwickeln sich auch dann die Kinder daraus. Und dann wird meistens auch um die Befruchtungsrate, die ist ja relativ niedrig, normalerweise 20, 30%, um die zu erhöhen, werden dann mehrere befruchtete Eizellen eingesetzt. Und auch das ist so ein Thema, also dass eigentlich, wenn eine Frau sagt, ich will jetzt ein Kind haben, und plötzlich heißt ja, du hast jetzt 3 Kinder, weil die sind alle angesprungen. Und was soll man jetzt machen? Da muss die Frau eine Entscheidung treffen. Sie will ja eigentlich keine Drillinge. Ne? So, und von daher, wenn die dann die Entscheidung trifft, ich mache jetzt mal 2 von den Kindern weg, dann hat es einerseits Konsequenzen für sie selber.
sie macht eine Entscheidung über Leben und Tod. Aber es hat auch eine Entscheidung für das übrig gebliebene Kind. Mhm. Weil das muss man auch wissen, dass wenn Zwillinge, Drillinge sich in der Gebärmutter entwickeln, dann bauen die zueinander eine Beziehung auf. Und diese Beziehung kann man durchaus als Liebesbeziehung, als instinktive Liebesbeziehung bezeichnen. Das heißt, die Liebe, die in einem Kind drin steckt, also diese instinkthafte Liebe, die richtet sich eben auch auf die Geschwister, die sich damit entwickeln. Und falls die dann getötet werden, dann ist es ein Verlusttrauma. Ja. Also erleben die Betroffenen das wie ein Verlust. Das ist dann wie der erste Tod für das Kind schon, das es miterlebt. Das erste Miterleben von Tod. Ja, ja. Okay. Und genau jetzt, die Psyche haben wir auch schon angesprochen, ganz ja, entscheidend und schon von Anfang an auch da. Wie kann sich denn eine Psyche im Optimalfall gesund entwickeln? Naja, wir müssen einfach den Entwicklungsweg weiterverfolgen. Wie ist jetzt die Schwangerschaft? Ja, ist die Mutter in der Schwangerschaft eben präsent für das Kind und hat Kontakt zum Kind? Oder sie arbeitet weiter oder ja, wie meine Mutter zum Beispiel, die hat dann schwer gearbeitet weiterhin. Oder und dann kommt der nächste Schritt natürlich die Geburt. Also die Geburt des Kindes. Und da kann es auch so sein, dass wir auf der einen Seite eine Geburt haben, die ein Erfolgserlebnis darstellt für Mutter und Kind, weil sie kooperieren, weil das Kind der Mama signalisiert über die Wehen, du Mama, ich will jetzt aus deinem Bauch heraus. Und die Mutter das aufgreift und dann auch mit einer entsprechenden Gebärposition, nicht im Hocken oder im Stehen, wo es jemand hier vielleicht dann hier eine Hebamme den Rücken stärkt und so, dann kann das Kind geboren werden. Und für beide, und ist dann für beide ein riesen Erfolgserlebnis. Und die Mutter kann also dann auch das Kind sofort in die Arme nehmen, kann dem Kind sofort die Brust geben. Und ja, und dadurch entsteht eine ganz innige Augenverbindung auch. Also das Kind sucht den Augenkontakt der Mutter und dadurch kann eine sehr innige Beziehung entstehen zwischen Mutter und Kind. Der Worst Case ist, ja, dass die Mutter überhaupt nicht Kontakt aufgenommen hat während der Schwangerschaft und mit dem Kind und auch dann überrascht ist durch die Geburt, dass sie nicht darauf vorbereitet ist, dass sie eventuell im Geburtsprozess ihr eigenes Geburtserleben, also wie sie selbst dann geboren worden ist, sich reinszeniert, was oft eben auch kein gutes Geburtserlebnis war. Und dann, ähm, ja, und dann ist es für beide Seiten ein Trauma. Für das Kind ist es dramatisch, wenn ich den Kontakt während der Geburt zu meiner Mama verliere. Da fühle ich mich völlig einsam und verlassen, hilflos ausgeliefert. Und auch für die Mutter ist das eine traumatische Erfahrung. Die Geburt selber ist dann für die Mutter traumatisierend. Ja. Und dann müsste man hinterher eben ja alles Mögliche dafür tun, dass die Mutter ihr Geburtstrauma also bearbeiten kann und auch, dass das Kind sein Geburtstrauma bearbeiten kann. Und nochmal der Worst Case ist auch die Kaiserschnittentbindung. Mhm. Also wenn das Kind dann durch den Schnitt in die Bauchdecke der Mutter, wenn das Kind da rausgeholt wird, wenn es von fremden Händen da angefasst wird, vor denen es erschreckt, vor denen es eine Abwehr hat, die es zurückweisen möchte, die ihm wehtun. Ja, man muss auch sehen, das kann so sein, dass du, wenn du da rausgezogen wirst, wie wenn du dein nackter Körper über Sandpapier herausgezogen wird. Ja. Und ja, und dann ist eben die Mama auch nicht da, die muss wieder zugenäht werden und die hat auch keine Gefühle, weil man ihre Gefühle betäubt hat. Die kann das Kind dann auch nicht sofort stillen, die kann dem Kind nicht sofort den Augenkontakt bieten. Also das ist eine sehr
traumatisierende Erfahrung dann für beide. Mhm. Das bedeutet also, viele Traumata werden schon in Schwangerschaft und vor allem zur Geburt eigentlich, Ja, ja, es zur Geburt und dann auch noch das danach. Also mhm, wenn das Kind mit der Mama gut verbunden ist und die Mama dem Kind die ganze Zeit Körperkontakt anbietet, dann ist es gut für beide und hilft auch, dass das Kind seinen Organismus selbst reguliert, also die Temperatur reguliert, zum Beispiel selbst regulieren kann dann allmählich. Und wenn die Mutter allerdings das Kind dann nicht am Körperkontakt weitergibt, sondern das Kind dann in, ja, in Kinderbettchen legt und so weiter, dann ist es für das Kind ein Trauma. Also das Kind braucht die Körperkontakt der Mama. Das Kind braucht eine körperliche Mutter. Ne? Man kann nicht nur ein Kopfmutter sein oder mit seinen Ideen und so, sondern man muss körperlich Mutter sein. Man muss dem Kind körperlich das Muttersein anbieten. Und wenn das die Mutter nicht macht, aus welchen Gründen dann auch wieder, aus welchen Gründen immer, dann ist es für das Kind traumatisierend. ja, Und ja, dann haben wir ja noch die Situation, dass die Kinder heutzutage schon relativ früh, teilweise mit 6 Monaten in Fremdbetreuung gegeben werden, Kindergrippe oder vielleicht auch die Oma und so. Und das ist für das Kind auch wieder eine Katastrophe, weil es die Mama braucht. Das keine Erzieherin und keine Oma, keine Tante können dem Kind das ersetzen, was es da an Körperkontakt von seiner Mama braucht. ja, Ein Worst Case ist natürlich auch die Adoption, ne? mhm, Dass dann plötzlich so eine ganz fremde Frau sich dem Kind als Mama anbietet, also wo das Kind sofort weiß, das ist nicht meine Mama. mhm. Hört, das ist nicht meine Mama. Ja, ja, klar. Gut, ich meine, grad bei Adoption, dann ist es ja vielleicht auch aus schwierigen Verhältnissen heraus. Dann, ist natürlich auch wieder die Sache, hätte es vielleicht in der eigenen Familie im weiteren Leben viel mehr Traumata erlebt als vielleicht jetzt bei den neuen Adoptiveltern? Oder ist Also das nach meiner Erfahrung entwickeln die Kinder kein Liebesverhältnis zu den Adoptiveltern. mhm, mhm, okay, traurige Bilanz. Traurig, ne? Ja, aber ja, natürlich auch irgendwo verständlich, die Mutter kann niemand ersetzen, ja. Das ist die wichtigste Botschaft. Ja. In deinem Buch, in deinem neuen Buch, „Ich will leben, lieben und geliebt werden“, schreibst du viel über Mutterliebe und auch über die Ich-Bildung. Vielleicht Mhm. magst du uns mal dazu was erzählen? Ja, also die Ich-Bildung, also Ich-Sein, also bin ich von Anfang an. Also ich bin unterschieden von anderen Lebewesen, bin unterschieden von der Mama und von mir, von allen anderen Menschen auch. Also ich bin einzigartig, ich bin ein Subjekt. Das ist vorhanden. Allerdings braucht es, damit diese Ich-Bildung weitergeht, damit sie also sich entfalten kann, damit ich also eben immer mehr spüre, das bin ich und das sind die anderen, brauche ich ein Gegenüber, das auch ein Ich ist. Also wenn meine Mama selber ein Ich hat, dann kann sie mir diesen Spiegel darstellen und ich kann mich in ihrem Ich spiegeln und mein eigenes Ich weiterentwickeln. Wenn meine Mama allerdings eben aufgrund von Traumata kein eigenes Ich hat, sondern so sich identifiziert mit der Mutterrolle, sich identifiziert mit irgendwas im Außen. Ich habe jetzt neulich, hat mich eine Frau angerufen, sie wollte Hilfe für ihre Tochter. Dann hat sie gesagt, ja, sind Sie christlich? Sage ich, das spielt in diesem Kontext für mich keine Rolle. Aber wir brauchen einen christlichen Therapeuten. Hm, Also die war so mit ihrem Glauben identifiziert, dass sie meint, nur über den Weg gibt es Hilfe. ja, ja, okay, verrückt, dass so was in so einem Kontext überhaupt, ja, eine Rolle spielt. Also, Ja, es spielt aber wenn die Menschen eben kein eigenes Ich haben, dann ja, identifizieren sie sich umso mehr mit irgendwas im Außen. ja, So okay. Leute, die gibt es Leute, die behaupten, sie wären Zwilling, sie wären Witter, sie wären Steinbock, sie wären Fisch und so. Also sie wären irgendeine Sternenkonstellation, ja.
Und da kann man sagen, weiter weg von sich selbst als im Weltall kann man gar nicht nach sich selbst suchen, ja. Ja, ja. Also eigentlich immer das macht ja auch unsere Gesellschaft. Wir identifizieren uns ja auch mit einem Fußballverein oder mit dieser Gruppe, jener Gruppe. Und so werden ja auch schnell dann Feindbilder und Dann Spalten. entstehen auch noch Feindbilder, weil ich sage, mein Fußballverein ist besser als deiner und Ja, mein Land ist besser als deins. genau, was da alles Mein da. Glaube ist besser als dein Glaube. Ja, da sind wir schon eigentlich beim nächsten Punkt, nämlich dass unsere Gesellschaft ja kollektiv eine ja, psychische Störung hat, so kann man es, glaube ich, nennen. Ähm, und wie steht das im Zusammenhang mit unserer Kindheit? Ja, also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Also wo ich umgeben bin von, ja, würde ich sagen, 95% von Menschen, die erstmal Kindheitstraumata haben und das nicht aufarbeiten, nicht auch wissen, wie sie das machen sollen. Und da ist die Frage, wie überlebt man quasi in so einer Gesellschaft? Wie schafft man sich gleich sage ich mal, sein eigenes Ökosystem, ja, in dem man dann leben kann, sein Ich entwickeln kann, ohne jetzt von der Mehrheitsgesellschaft dann immer wieder so in deren Konflikte hineingezogen zu werden, in deren Kämpfe hineingezogen zu werden. Ja, also gerade so Dinge wie Krieg, das ist für mich auch immer unvorstellbar, wie, ja, wie das überhaupt so weit kommen kann, ja, dass da Menschen sagen, ich opfere mich dafür, ich mache das. Ähm, das geht zum Beispiel auch in meinen Verstand gar nicht so wirklich rein. Und ich glaube, da muss einfach sehr viel passieren überhaupt Ja, ja, in dem ja, Leben. ja, genau. Jetzt, wenn man aktuell die Situation anschaut, der Krieg von Amerika gegen Russland in der Ukraine, das ist Selbstzerstörung. Ja, Weil die Menschen zerstören sich selbst. Und deswegen, ich habe meinen Kongress vom 14. bis 16. Oktober diesen Jahres, habe ich genannt, wie finde ich Frieden in mir? Also wie kann ich einen Kriegszustand in mir beenden, wenn er vorhanden ist? Und sage Selbstbegegnung statt Selbstzerstörung. ja, Also die Selbstbegegnung kann verhindern, dass ich mich selbst zerstöre. ja. Und vor allem, und vor allem verantwortlich dafür sind ja dann die Traumata, die wir erlebt haben. Du hast ja auch schon einige Beispiele genannt, wie Traumata entstehen können. Gibt es noch weitere, ich sag mal, tiefgreifende Dinge, die Traumata hervorrufen? Ja, Gewalt, jede Form von Gewalt, Ja, jede Form von wirklich handfester physikalischer Gewalt, jede Form von psychischer Gewalt, also wo ich den anderen erniedrige, erniedrige, herabwürdige, ihn beleidige, das ist alles psychische Gewalt. ja. Und wenn wir natürlich keine Gewalt anwenden, so können wir natürlich zum Teil verhindern, dass keine Traumata von uns selbst an unsere Kinder weitergegeben werden. Ja, Aber man muss immer dran denken, wenn ich traumatisiert bin, dann ist das ein unbewusster Mechanismus. Ne? genau, Dass ich also auch an die eigenen Kinder dann meine Gewaltbereitschaft weitergebe und das muss ich erkennen, das muss ich mir klar machen, um damit aufhören zu können. genau richtig. Die Dinge, die man unbewusst sozusagen weitergibt. Und das schließe ich jetzt daraus, kann man nur auflösen, indem man eben sich mit sich selbst auseinandersetzt und diese Traumata eben auch aufarbeitet. In sich offenlegt und auflöst. Ja, ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ist natürlich auch ja, ratsam, weil man sieht ja, es wird ja in der Welt, sage ich mal, nicht besser. Ja, also irgendwie spitzt es sich ja immer mehr zu. Das spitze immer mehr zu. Ja. Auch Und mit Corona, ne? Mit Corona ja, plötzlich den Menschen eingeredet wird, sie werden krank, hm, obwohl sie gesund sind. Und sie ihnen dann als Heilmittel etwas angeboten wird, was gentechnische Manipulation am Immunsystem darstellt.
und das Immunsystem damit schwächt. Und je mehr von diesen Injektionen jemand nimmt, umso, wissen wir mittlerweile, umso schwächer wird das Immunsystem. Mhm. Und am Schluss sterben die Menschen an diesen Injektionen oder werden massiv krank. Und ja, deswegen muss man auch immer sehen, unsere Gesellschaft ist eine Konkurrenzgesellschaft. Ja? Da geht es dann im Endeffekt immer ums Geld. Ja, Also wer ist Gläubiger, wer ist Schuldner? Also wer muss die Schulden bezahlen, damit der andere seinen Reichtum hat? Und da haben wir natürlich ganz deutlich hier den Einfluss der IT-Industrie, die mit Daten Geld macht, und den Einfluss der Pharmaindustrie, die mit diesen Medikamenten und Injektionen Geld macht. Also Milliarden. Also das sieht man ja, da muss man nur verfolgen, wie hoch die Gewinne jetzt gewesen sind bei, dieser, bei diesen Impfaktionen. ja, das ist ja die Frage, alles, was den Gesundheitsbereich angeht, also auch Krankenhaus und so weiter, dass das System eigentlich an der Krankheit der Menschen verdient und nicht daran, dass es gesund wird. Und das ist, Genau, dass du den Menschen krank machst, ja, am besten, dann kannst du unendlich Geld an diesen Menschen verdienen. ja, das ist auf jeden Fall traurig und das, ja, hoffen wir alle, glaube ich, dass es in ja, Zukunft doch irgendwie anders aussieht, ja. Und ja, es gibt ja auch Gott sei Dank immer mehr Menschen, die sich dafür einsetzen. Und ja, das ist ganz wichtig. Genau. Des Also Weiteren, ich sag mal einen ganz harten Satz, ja. Nur diejenigen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen und die jetzt die Augen aufbekommen und die Wahrheit sehen, nur die werden überleben, die anderen werden das nicht überleben. ja, wird auf jeden Fall eine Umstrukturierung kommen, das denke ich auch. Ja, also von dem kollektiven Bewusstsein. Ja, nee, nee, nicht nur eine kollektive Umstrukturierung, es wird quasi eine alte Art von Menschheit, die eben sich zum Projekt machen lässt und das nicht hinterfragt, und die wird aussterben. Es wird nur die Menschheit überleben, die ihr Subjektsein lebt und darauf achtet, dass das eigene Leben schützt. Ja, ja, natürlich. Das war ja schon immer so. Alles andere ist ausgestorben. Ja, was, Ja, alles andere stirbt aus. genau. Okay. Ja, des Weiteren habe ich auch viel über die psychischen Strukturen und die Traumastrukturen in deinem Buch gelesen. Vielleicht kannst du auch nochmal da den Unterschied beleuchten und darauf näher eingehen. Ja, vielleicht kann man sagen, man kann in zwei Modi leben, psychisch. Im Angstmodus, wo er dann permanent im Außen ist und sagt, wo ist die Gefahr und was muss ich machen, um mich zu schützen. Und der zweite Modus ist der Liebesmodus. Also wo ich sage, ich bin voller Liebe, ich gebe Liebe und ich bekomme auch dann auch Liebe zurück. Ja, Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im Moment erkrankt. Also ich habe letztendlich erlebt, dass meine Mama mich wollte abtreiben, und das war sehr tiefgehend und hat meinen ganzen Organismus erschüttert. Und von daher bin ich jetzt auf dem Wege, das zu überwinden. Ich glaube, ich bin über den Berg. Also das Gefühl habe ich jetzt innerlich. Ich will noch viel machen. Ich will noch mindestens 2 Bücher schreiben, die ich jetzt schon in Vorbereitung habe. mhm. Und ich will leben. Das ist ganz deutlich, ganz klar. Und mir kommt wahnsinnig viel Liebe entgegen. Wahnsinnig viel Liebe. Was In- und Ausland. Also ich habe das Gefühl, ich habe so viele gute Freunde, die mir jetzt gerade Genesungswünsche schicken und die mich unterstützen, und was ich auch annehmen kann. Also ich konnte früher Hilfe auch nicht annehmen. Das ist auch so ein Thema bei der Traumastruktur. Du kannst Hilfe nicht annehmen. Auch deswegen, weil diese Hilfe oft die verkehrte Hilfe war.
Also was man dir als Hilfe angeboten hat, das Kind, das war nicht das Passende für dich. Mhm. Und ja, und dann jetzt kann ich das sehen, kann sagen, okay, was ist das für eine Art von Hilfe? Und ich nehme es ja dann gerne an, wenn sie mir in diesem Augenblick irgendwie hilft, zum Beispiel Fußmassagen und ähm, ja, vor allen Dingen im Moment sind es bei mir Fußmassagen. Ja, ja. Ja, genau, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich glaube, da gibt es auch wieder diese zwei Extreme. Jemand, der keine Hilfe annehmen kann und wiederum Menschen, die ja gar nicht alleine irgendwie so wirklich funktionieren können. Ja, Permanent, ja, ja, auf jede Hilfe reinfallen, sagen wir so, ne? und genau. Und beides ist irgendwie ungesund, ja. Ja. Ja, spannend. Du hattest es ja auch vor uns schon angesprochen, du hast selbst eine Form der Psychotherapie, der Aufstellung, ja, Nein, Selbstbegegnung. Selbstbegegnung, genau, kreiert, die IOPD. Ja, erzähl uns doch gern mal, was das ist und was das Ziel davon ist. Mhm. Also insofern hast du natürlich recht. Ich bin erst in Kontakt gekommen mit Aufstellungen, mit Familienaufstellungen, Kontakt mit Bert Hellinger. Und da habe ich gesehen, welches enorme Potenzial da drin steckt, dass man seine Innenwelt sich erschließt, indem andere Menschen äh, zum Beispiel Mutter oder Vater darstellen. Und diesen Weg bin ich dann gegangen, bin dann 5 Jahre eher diesen klassischen Familienaufstellungsweg gegangen, habe aber dann gemerkt, das passt nicht für mich. Da braucht es etwas anderes. Und habe dann meine eigene Methode entwickelt, so im Laufe der 25 Jahre. Und äh, die funktioniert es folgendermaßen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein Thema, ich möchte an mir arbeiten, dann sage ich, okay, formuliere mal ein Anliegen. Und dieses Anliegen kann eine Frage sein, kann ein Satz sein, das kann alles Mögliche sein. Hm. Und dann sage ich, okay, jetzt wähl mal aus diesem Satz 3 Worte aus. Maximal 3 Worte, weil wir beschränken das, weil sonst wird es zu viel auf einmal. Zu viele Themen in dir, die dann plötzlich hochkommen. Ich habe gestern eine Arbeit gemacht für mich, ähm, Bluterguss, weil ich einen Bluterguss habe, der mich am Laufen hindert, im Oberschenkel. Und ja, dann war das ein sehr, sehr intensiver Prozess für mich, zu sehen, wie mein Ich erstmal ähm, weg ist von mir und allmählich dann zu mir selbst, zu mir hinkommt und ähm, den Kontakt mit mir bekommt und das Bluterguss eben ein Anteil von mir ist, der gespalten ist in Blut und Erguss. Blut, das bin ich selbst. Mhm. Erguss ist was Totes. Und dieses Tote konnte ich dann auch meiner Mutter zuordnen. Ne? Also, dass da von ihr etwas Tödliches kommt, aber dieser Bluterguss, der Resonanzgeber dafür, der wollte lange Zeit die Mama schützen. Der wollte die Mama wieder vor dem Täter schützen. Also Mhm. er wollte die Mama vor ihrem Vater schützen. Und ja, und da haben wir halt, man braucht immer 1 Stunde oder 1,5 Stunden, bis man diese inneren Konflikte alle auflöst. Und dann am Schluss stand ich da mit meinem Ich und meinem Blut und ja, und haben uns umarmt und wir haben uns gesagt, wir sind eins. Ich, Blut, ich bin eins. Ja. Und geht man da ist das wie ein Trancezustand, in dem man dann geht? Oder Nein, das würde ich nicht sagen, Trancezustand. Das ist ein Resonanzzustand. Ne? Das ist auch wichtig. Unsere menschliche Psyche kann in 2 Formen existieren, also in 2 Formen Information aufnehmen, verarbeiten, speichern, abgeben, im Zustand der Resonanz oder im Zustand des analytischen Denkens. Und wenn ich im Zustand der Resonanz bin, dann bin ich dran an ganz frühen Prozessen, bis hin zu vorgeburtlichen Prozessen. Und dann
kann ich das, was da geschehen ist in der Anfangszeit meines Lebens, kann ich dann integrieren. Das kann ich mit meinem analytischen Verstand nicht. Solange der analytische Verstand, der versucht jetzt eine Lösung zu finden, gibt es keine Lösung, weil das Gefühl fehlt. Ja, Und die Heilung geschieht über das Gefühl. okay. Ja, sehr spannend. Gibt es denn noch etwas, was du ja zum Schluss gern allen Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest? Na ja, glaube ich, habe euch jetzt so viel Information gegeben. Ich glaube, das ist Auf so jeden viel Neues auch, ja. Ja, Äh, Würde ich sagen, das ist genug, sonst seid ihr überladen mit Informationen. Ihr könnt ja auch mein Buch lesen oder meine verschiedenen Bücher, die ich geschrieben habe. Also sonst wird es zu viel. Müssen wir auch immer dran denken, ne? Dass wir uns nicht überfordern mit Informationen, sondern häppchenweise, Stück für Stück. Und ich glaube, Johanna, dich habe ich jetzt auch, glaube ich, auf eine Reise mitgenommen in die Innenwelt, die für dich neu ist. Und deswegen, glaube ich, brauchst du wahrscheinlich auch jetzt eine gewisse Zeit, um das in der Tiefe wirken zu lassen. ja, also natürlich ist es natürlich super spannend, dann nochmal so neue Einblicke zu gewinnen. Und ja, ich bin gespannt, was dann noch so, ja, wie es in den nächsten Tagen sich noch so verarbeitet. Und ja, ich denke, so wird es den Zuschauern auch gehen. Ja. Genau. Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch und wir hören sicher bald wieder voneinander. Ja, ich danke auch, Johanna, und verabschiede mich hier von unseren Zuschauern. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal.